Met Gott zijn genade, zijn vrede aan ons regeren. Dat is mijn verlangen. En zoals we al gehoord hebben, dat we dingen anders, wanneer we niet electricity hebben. En zo bij ons weer dat niet. En ik had aan mijn moeder, ik print me al de notes uit. En zo van daar aan dat ik dat zo ik dat 15 jaar terug maar dan hadden we dat niet. En dan deden we het anders. Zo onze jongens kwamen op en zeiden, hey, dan dat is more modern. Hol je een computer hier aan? En dat zei toe. Ik zei, no, I'll step back. So dat is het van daar aan wat zijn. So ik vraag me dat we dat ervoor durven mal een beetje anders te leven als we gewend zijn. We kunnen doen merken wat we willen. Aanmoedig zijn dat het niet schaffen dat. Oder we kunnen zeggen, wow, this is a good experience. En du ben ons ervreien. Ons huis dat is allemaal, we bij 14 graden nu, s'morgens. So dan trekken we ons schijn dik aan en dan danach thuis. En dat is mijn verlangen dat whatever we im leven durchgaan, dat we worden kunnen positief aan de dingen, alle positieve dingen zien wat er ben zijn. En dat is een fijne practice. En wat we doen van meer hoe lang we dat worden, dus dat weet we vandaag niet, dat fehlt ons niet te weten. Maar Gott heeft ons wijsheid gegeven dat we kunnen ook aan dit zeggen, wat is het nächste wat we doen en wat gaan we doen dat het schaffen wordt, dat we ons bevrieden en we het en we alle normaal staat. Dan hadden we ons al hydro, maar dan dat, aan de 91, verder 91, dan leven je aan weer maar zo staat en dat schaft goed. Wat wordt het nu dan niet? So, je kan 3 bekken en dingen nemen, zoals dat Daniel schaft heeft, zo schaft dat van daar ook. En daar is dit, dat het zo staat weer, chemie gedanken wordt, waarvan ik predigen wil van daar. En zo, dat is vielleicht krijg we weer in de hydrohof moet uitkomen aan dat thema en aankomen. En zo ik neem dat van jou dan zo, waar we zijn, wat we alle te leren kunnen. Maar wat is wichtig van het tijd van, tijd kan waar het niet alle normaal is. Wat is dan wichtig? Wat we alle hebben. Dat we ons en practicen kunnen. En dat is de gemeenschap. Dan waar we aan, hoeveel gemeenschap we in andere brokken doen. En hoe wichtig de gemeenschap is, einer van anderen. Maar so, dat is dan tijdelijk. En so, dan nen je toch aan, wat deed de gemeenschap van ons? Wo leidt het ons aan? Wat merkt de gemeenschap van ons? Wie het ons zelfs, wie gleichen goede vrienden aan, en wie gleichen met den top te zijn, en wie gleichen de hand te voeren, aan de hand komen, wie gleichen dat. Dat is normaal. En dat zal zo dat zijn. En dat is aber something wat we moeten in leven houden. Dat is niet wat we bloos naturally camp, wanneer we dat zo goed hebben, alle switchen schaffen en alle oevers schaffen. Het zei leicht, nou ja, ik ga de werk even zijn geschaft, ik wil me bloos doel zaten en thuis zijn, het gaat je thuis schijn. Maar wanneer het dan mal anders wordt, dat het niet alle normaal is, dan op einmal wordt aan, oh, dit hebben we niet, en ik weet dat nou behaft dat. Ik weet ja nog, maar daar heeft something van dat. En dan vangen we aan terug te tussen en een en ander te houden. We hebben gelegenheid ander te houden en andere hebben gelegenheid ons te houden. We lijken alle, want we kunnen anderen houden, maar dat lijkt is fijn wanneer het nog maar passiert dat we ons moeten houden laten. Ik denk dat is ganz aan plaats. En zo, gemeenschap is van deze, en ik wil het van die ons ziemlich zeggen, daar een ander meebrengen. Jemeenschoft met Christus en Jemeenschoft met ons Jeschwista untereinander. Dat is zeer wichtig dat we untereinander Jemeenschoft hebben, maar het is nog wichtiger dat we met Jezus en Jemeenschoft leven doen. En zo, dat wil ik van jou vielleicht niet zeer separate hebben, dat wordt vielleicht ziemlich zeer durcheinander zijn. Wils dat zo'n is wat zeer topgebonden moet zijn in ons leven. Dat we kunnen glücklich zijn, dat onze lichten kunnen dagen. We hebben eerst al een Farge, wat vielleicht een aanleiding was, maar dat licht dagen. Richard las de Farge, dat we zijn lichten.
Und so, wenn wir in Not sind, dann wo wir das erste durchgehen, wo ein fernes Licht da und das wo erst, wo wir vertrauen können, wo Menschen sind, was wir wollen, oder die wollen wirklich helfen, whatever they can. Wenn wir dort, so eine Freunde dort haben, das wird uns bloß sehr treu. Und dann wenn ich an denken, dass wir haben so viele Freunde hier haben, wohnen von den Freunden weg, so dann ist es gleich so schwer für uns, nur irgendwem zu warten. So, und das ganze Jahr hat mir über some Versen mit nannte vielleicht, wo kommt Gemeinschaft her, was wir Jesus sehen verlangen für Gemeinschaft. Und ich, 1. John 1, das sind ein paar Versen, was mir wertvoll wären an das. 1. Johannes 1, Vers 3, da sagt es, was wir gehört und gesehen haben. Johannes wie met Jezus topje was, als hij de 3,5 jaar bij ihr leren deed. En hij zegt, wat we gehoord en gezien hebben, daarmee hebben we jullie ook bekend gemaakt. Doordat kan we met ons, doordat kan je met ons gemeenschap aan. En zijn gemeenschap is met God, den Vader, en met zijn Zoon Jezus Christus. So die Gemeinschaft, unsere Glaube, Paulus sagt, John sagt, die Gemeinschaft, was wir untereinander können haben, die kommt durch Jesus Christus. Er sagt, er hat die Gemeinschaft gemerkt. Und Jesus Christus, wie was das verbracht wird, und Johannes sagt, er hat Jesus beobachtet. Er hat gesehen, wo Jesus ab ihr Leben hat. Wo die mit Menschen umgehen wird. Und wo seine Leib, seine Gemeinschaft zu uns untereinander wir. Und sagt, dort hat mehrlich gemerkt, wo er das Brief geschrieben hat, dass wir auch untereinander keine Gemeinschaft haben. Und dann in der 4. Vers sagt er, und das schrieb ich ihnen, dass unser Friede ganz voll sein muss. So, John wird am zu tun, dass wir wollen den Friede beleven. Dat we voll en vrede worden leven kunnen. En zo, wenn wir dann uns untereinander fragen, woran können wir nicht in Frieden leben? Na, dann würden wir machen tun, weil wir können. Woran tun wir dann nicht? Das vielmals willst, wie Dinge negativ bekijken. Das vielmals, dass wir die Dinge negativ, von der negativen Seite ansehen. Und dann in der 2. Vers 3, sagt er, dat Leben ist von da gekommen. Wir haben das gesehen und vertalen jullie von dat ewige Leben, dat beim Vater wir und womit wir sind bekannt geworden. Das Leben, was kommt, dort ist, wo die Gemeinschaft sich am besten tut. Er braucht das Leben und nicht bloß Leben für hier für unsere Körper, aber sagt das ewige Leben. Und dort wird er sagen, und das ist, was wir gehört. Das ist, was wir gesehen haben. Und das ist, wo an die Gemeinschaft liegen wird. Er sagt, ich will den 3. Vers noch einmal lesen. Was wir gehört und gesehen haben, damit haben wir uns auch bekannt gemacht. Das ewige Leben. Und dann sagt er, dadurch können wir mit uns Gemeinschaft haben. Und unsere Gemeinschaft ist mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. So, diese Gelegenheit haben wir in unserer Umgebung, wo wir wohnen, oder wo immer wir sind, dass wir von dem Leben überan und dort uns driven, Gemeinschaft zu bauen mit anderen Menschen um uns. Gott will, dass wir Licht sind, das wir schon lesen werden, und wo können wir dort das beste Rückstrahlen, das ist an diese Gemeinschaft mit untereinander. Met anderen en ondereinander. Jesus kam op de wereld naar hem dat we kunnen geraad zijn. En wils we dat aangenomen hebben, wils we dat aannemen kunnen, we hebben de wel, is het ook ons verlangen, wanneer we dat aangenomen hebben, dat we dat worden wiederregen, of dat ook anderen dat worden zijn kunnen, dat we van dat gehoord hebben, dat we van dat gekregen hebben. En in Acts 2, dat is waar
die Jünger am Anfang in der Gemeinde waren, wir uns den Vers mal lesen, Acts 2:42. Das, wo die Jünger top waren und dann sagen sie, es steht, dass sie bleiben beständig an dieser Gemeinschaft. Nicht bloß an der Gemeinschaft, aber das heißt, sie bleiben an der Lehre, an der Gemeinschaft, in dem Brotbrechen. Der Apostel hat ein Wort, was sie lehren deuten. Die haben ein Wort, was andere Menschen versuchten zu erklären. Die versuchten, irgendwas deutlich zu machen. Das ist so, aus das ewige Leben schaffen wird. Und dann sagt er, und das deuten sie gemeinschaftlich sein, dass die Menschen taub schaffen. Wir wollten, dass dann verkaufen sie ihre Sachen und brachten alles taub tun, was es fehlen wird. Aber was wichtig ist, dass sie die Gemeinschaft abbilden. Und sie beten taub, sie brüten taub das Brot, vielleicht obenmal. Aber sie bleiben dabei, Menschen dort zu lehren, was das Leben wir, was Jesus bringt. Und an dort Gemeinschaft. So, wenn wir nur mal denken, dass wir versuchen, somebody dort zu erklären, was der Erlösungsplan ist. Was das meint, gerade zu sein. Und wir würden aber nicht gemeinschaftlich versuchen, mit den Top zu sein, oder Gemeinschaft praktizieren mit der Person. Was wir dort halten, all dort zu weiten von Jesus Christus, wenn wir die Gemeinschaft würden aufschieben. Dort kann nicht bestehen bleiben. So, das ewige Leben braucht Gemeinschaft. Erstens mit Jesus Christus, dass wir mit ihm in Gemeinschaft sind, aber dann braucht es auch die andere Geschwister Ramans, die gläubige Ramans. Dort ist, wo das brauchen, dass das ewige Leben kann an uns lebendig sein. Und wir hier in Testimony, das wir gerade deuten von Jason, wenn wir auch nicht alles verstehen können, wenn wir auch nicht kriegen weiten, wo das alles so ist, und uns Fleisch der Markt noch ein anderer Drievenmäßigkeit an uns haben. Yes, wir weiten aber, dass wir leben erst durch, und das sagt in Philippians 2, glaube ich, dass wenn Gott das gute Werk an uns hat angefangen, dann wird er das auch vor sich bringen, aber das wird nicht von selbst. Das ist something, wo wir machen, nur streben, wo wir uns machen, auf einmal sagen, das schafft nicht so das Leben, das muss geändert werden. Das muss anders anfangen. Und dann führt Gott mit seinen Yes nähen und Segen dort. Wir können die Gemeinschaft praktizieren an unsere Geschwister Ramans. Aber wir können sagen, wir haben das gut und der hat das gut und was ist viel neidig. Was bringt das viel. Wenn ich denke, da an 2003 wieder, als wir in Paraguay mit der frischen Gemeinde anfangen, wie viel Gemeinschaft wir dann gepflegt haben. Und wenn wir mit der Schwester Taub kamen, oder wir haben vorhin, das ging nicht, meist nicht fair, dass wir nicht würden noch vielleicht 10 oder 15 Minuten singen. Oder wir würden sagen, hast du das auch gelesen, was du und du geschrieben steht? Und dann heeft het de Bibel gehoord en dan werd je oh man, dat wir uns aber so viel wird. Dat is wat de Gemeinschaft doet. En wir sagen dat, kijk maar, wir haben dat eigen Leben gekriegt. Kijk, dat ist du. Warum haben wir das nicht euer können sein? Und so dreht das irgendwie Frieden uns. Und so vielmals, dann wir euer in den Haus vorhin, dann sahen wir uns im Kranz, fühlten uns in die Hand und beten und wir wären froh. Yes, de nächste Tag, oder ein paar Tage wieder, dann führten wir eine andere Freund, was wir vorher gehört hatten, und dann würden sie sagen, das ist nicht, was die da tun. Du bist bloß rein ganz verbiestert. Weißt du, Gott braucht dort um unseren Glauben steuern. Ich will nicht sagen, dass die Menschen das recht tun. Aber ich kann von denen trinken, wo mich dort gesehen haben. Wo mich dort immer waren abgehört, ich für den Haus, und dann, was hat ich da gelesen, was wird das da? Weil dort steht da, dass wir haben dort ewige Leben gekriegt, der Jesus Christus. Dort ist du. Wir steuerten uns als Geschwister im Herrn und werden gesehen.
Anderson sagt es dit. Hij maakt een Beispiel und sagt, met ein Piet kostet von ungefähr 2000 Pfund Schlag. Aber putzt 2 Pieten an, merkst, da ist 2 Pieten Taubspan und merkst du in die Span an und sagt, dann kostet viel mehr als doppelt so viel Schlag. Wenn wir als Christen allein stehen wollen, wir können also so eine große Lot drehen, wenn uns gekritisiert wird, oder wenn uns schwere Dinge begegnen. Wir können so und so viel drehen. Aber wenn wir mehr taub an dieser Sache sind, dann haben wir noch einen viel geraderen Weg drehen und wir fühlen das gar nicht. Das ist, wo Gemeinschaft uns so sehr steuern wird. Und das ist, was wir brauchen. Und wir haben die Gelegenheit. Und ich glaube, wir tun auch so. Aber durch das kam ich ab dort, uns in das muss wir frisch nachzuhauen, denken zu haben. Was ist Gemeinschaft? Wo praktizieren wir dort, wenn wir das alle bloß so fein haben, in jeder Switch oder jeder Kron, das schafft, das rannt alle, und das ist alle fein. So dann ist das ein Segen, wenn mal so ein großer Schneesturm kommt und viele Dinge nicht mehr normal sind. Mark Quirt sagt, wer die Gemeinschaft nicht sieht, den kann Christus seine Sache nicht groß werden. Ein anderer wird ja sagen, wer die Gemeinschaft mit anderen Menschen nicht nur jetzt und versucht abzubauen, den ist Jesus seine Leben nicht sehr wichtig. Yes, er freut sich, aber er merkt da nicht viel von. Das, was Mark Quirt sagt. Robinson sagt, Jesus schreibt kein Buch, wo wir bloß sollen gehen und lesen und dann wird alles okay. Er sagt, er formt eine Gemeinschaft für uns Gläubige, wo wir uns an praktizieren und üben sollen. Und ich glaube, das ist so eine große Wahrheit. Yes, das Buch ist uns sehr viel wert. Yes, hier können wir viel lernen. Aber wenn wir bloß das lesen und dann nicht mehr, dann ist das ein lades Ding. Dann ist das lade. Und so, das ist so viel wert, wenn wir das in Gemeinschaft können, ausleben, einer zum anderen, und uns erfreuen und sagen, wir lesen hier, dass Leben ist für einen Tag gekommen, wir haben dort gesehen und wir vertrauen andere davon, dass das ewige Leben an uns lebendig ist. Und das soll uns abmuntern, in Gemeinschaft zu leben. Wir alle würden vorstellen, dass wir sind fehlerhafte Menschen, wir merken Fehler. Und wir wollten das auch kurz, wenn es echt so sein, oder dann wird mein Bruder, mein Nachbar, das wird auch so sein. Aber wenn der Leib Gottes an uns sehr leer ist, dann werden mir die Fehler von meinem Bruder, von meinem Nachbar sehr dick vorkommen. Aber wenn Jesus in der Leib an uns kraftig, stark ist, dann werden mir die Nachbar seine Fehler sehr klein vorkommen. Dann war ich die Gäste gut morgen, was er für Fehler merken wird. Oder was er für Fehler hat. Und so deswegen ist es wichtig, dass Gott seine Leben an uns lebendig ist. Und dann haben wir viel Charakter, viel Dollar, Kolosser 3. Kapitel ausleben. Das sagt, verdreht untereinander, vergebt untereinander. Wenn das soll was sein, dann so als Jesus mich vergebt hat. Weil, wir nicht was zwischen mir und Gott? Yes, meine sintelige Natur, die lebt so vielmals mag. Und die will sehen, was ich habe. Aber wenn Jesus an mich kommt und ich das eigene Leben sah, dann auf einmal dann wird mit meinem Leben nicht mehr so wichtig. Dann wird Jesus sein Leben, was an mir lebendig wird, das eigene Leben, was an mir lebendig wird. Sondern ist mir das nicht mehr so groß, was die Nachbar für Fehler merken wird. Dann kann ich die viel besser
dan zijn die veel kleiner. Dan kan ik de God even en kan vergeven. 1 Corinthians 1 verse 9. Eerste Korinther 1 vers 9. Gott ist treu, der ihn dort gewählt hat, mit seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, Gemeinschaft zu haben. Gott ist treu, sagt er. Und er hat sich mir in die gewählt, mit Jesus Christus in Gemeinschaft zu leben. Und weil Gott treu ist, und er in die das von der sein kann, dass er sich mir in die gewählt hat, in dieser Gemeinschaft zu leben, dann können wir auch dort in unserer Umgebung rückspreiden. Andere dat anworden laten, dat ik ha Jesus zijn Leben in mijn leven. 2 Thessalonicher 3, vers 3. 2 Thessalonians 3, verse 3. Second Thessalonians 3, verse 3. Gott aber ist treu, der wird ihn stark merken und für den Beisen bewahren. Gott will uns bewahren. Das sagt uns hier, dass Gott ist treu und er wird uns bewahren. Er will nicht, dass in diesem verbiestern, dass in diesem unleiflos sein untereinander. Er will, dass in du kann confident sein, dass Gott ist treu und ein Arm, was uns stört mehr. So, wenn wir denken an, dass wie viele Menschen sind, und wir wissen, dass andere sind fehlerhaft. Und dann können wir zurückgehen und kijken in zo'n Vers steht und sagt, Gott ist treu und der wird uns stark merken, auch über solche Dinge als andere merken Fehler oder ich merke Fehler. Und er wird uns stark. Und so dann braucht dort diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, dass wir dort reich abfuhren können. Die Gemeinschaft mit Jesus muss lebendig sein, die Gemeinschaft untereinander lebendig zu haben. Und dort ist, was Gott sein Ziel ist an uns. So, wenn wir denken an Gemeinschaft und wir denken an, dass nicht alles immer so schaffen wird, als wir gewohnt sind, vertelt ein Mann eine Geschichte, was er belebt hat wie ein Richter in New York. Jaren 3. En een koude winterdag, dan brengt de politie een oudere man naar aan en die heeft een broodje gestolen. En de rechter die vraagt deze man dan, stemt dat u hast een broodje gestolen? En hij zegt, ja, ik heb. En dan wordt je vraagt, woher hij aan de stad wil doen, dan zegt hij, meine Familie tust die als meist am verhungern. Und ich kann nicht irgendwas über die Welt bringen, kann ich. Und der Rechter, der denkt dann ein bisschen über nun und dann sagt er, denkt er sich aber so, ich kann einen Dieb, einen Stehler nicht unbestraft lassen. Das geht nicht. So er sagt, deine Strafe ist $10. Dat moet je betalen en te jaren tijd is dat veel geld geweest. Dan voert de rechter zich in zijn geldtas en geeft hem aan de $10 en hij betaalt dat door. En dan is dat dus even, dan draait zich naar de verzameling, naar de politie alle. En dan zegt hij, en van der en voor u dat ik junt. Zo'n laat je toch in onze stad een mens met brood stelen gaan, willst du niet te eten hebben. Je hebt alle zoveel te doen en China kan den plaats verlaten, als die had betaald. En zo, nu denk ik aan gemeenschap.
Weet wie, wo onze omgeving dat gaat? Kijkt wie naar de gelegenheden wat we aan ons hebben. Deze man, den had gehungerd. En hij wist dat hij aardig deed, wanneer hij stelen ging. Maar wo weer de gemeenschap met de mensen in de stad? Dat heeft de rechter niet beschreven. Maar wo weer de gemeenschap? So, het is wichtig dat we op zijn en kijken, wo is het in onze omgeving? Wat is onze gelegenheid? Wat van een gelegenheid hebben we ervaren ram ons, even wanneer het allemaal schijn gaat? Even wanneer jeder Jeschwista, jeder kroonschild, wat immer. Wo zijn we de gelegenheid? God wil dat we dat wat schatzen, wat hij ons gegeven heeft. En hij heeft ons eeuwig leven gegeven. En dat leven hebben we in Jezus Christus. Is dat in mij levendig? Zei ik dat? We brengen manchmal ook ons broeder dat die mij wat zeggen. Hey, hast al gezien dat du wirst dich bijvoelen? Oder sagen wir, waarom das du nicht? Oder wir brauchen vielleicht sogar so eine Belevenis als dat op einmal nicht alles normal ist, tim onze Juden nicht mehr. Und Gott will, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm erstens lebendig haben und dann auch bei uns untereinander. Johannes 17. Johannes 17. Kapitel. John 17. Verses 21 en dan een beetje rauf. Zegt het, dit is waar Jezus te God beden deed. En wat we hier en dit leren kennen, zegt het, zij zullen alle eind zijn, zoals du Vader. Zij zullen alle eind zijn. So, wat wil hij ons hier leren? Dan fangt hij aan te erklären, wo hij en God zijn. We hebben ons wieder lezen. En mij, ik wil al fresh ontvangen. Zij zullen alle eind zijn zoals du, Vader en mij, en ik en die, dat zij ook en ons eind zijn. Ondereinander, dan en Jezus en en God eind. Ondereinander en dan en aan. Zodat de wereld dat leeft dat u mij geschickt hebt. Wat is de reden in dit? Dat we zullen in gemeenschap leven. Wat is de reden daarin? Dat zegt dat de wereld dat zijn wordt. Waar we ons ondereinander houden. Niet bloß ons ondereinander, maar waar we onze hang ophangen voor de omgeving wat ram ons is. Zodat de wereld dat leeft dat u mij geschickt hebt. Dat Jezus op de aarde gekomen is. De herrlichheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven. Wat hebben we gekregen? Dat zegt een herrlichheid hebben we gekregen. En dit eeuwige leven. Jezus beet dat te God. En dan zegt hij weer. Dat zij eind zijn mochten zoals we eind zijn. Ware twee dat we eind zijn. Dan braucht het ook manchmal dat ik metdeel, wo slecht mir dat gaat, oder wo ik kort gekomen ben, wo ik gefehlt heb. En dat is something, wanneer jeder Jeschwista en jeder kroonrand en alles fijn is, wat ons manchmal schwanger valt met te delen, dat ik zijn kort gekomen. Vers 23. Ik en aan en du en mij. Jezus en ons en God en Jezus. Ik en aan en du en mij, dat ze ganz eind zijn. Dat de wereld door ons zijn kan, dat u mij geschickt hebt en aan zo goed bent als du mij goed bent. Hoe goed is Jezus ons? Hij zegt dat ik wil jullie krachtig goed zijn als God mij, Jezus, goed is. Zo goed wil hij ons zijn. Dit is wat hij te God beden heeft, dat dit mag te ervaren zijn, dat dit mag te zijn zijn. Voordat ik wil dat die du mij gegeven hebt,
auch du sein, wo ich sie, und dort sei meine Herrlichkeit sein, die du mir gegeben hast. Du wirst mir Gott, euer der Welt, ihren Grund haben. Du wirst mir Gott, euer der Welt, ihren Grund haben. Gerechter Vater, die Welt hat die nicht gekannt, aber ich kann die. Und diese Weiten, dass du mir geschenkt hast. Weit wie, dass Gott Jesus geschenkt hat, wird wir alle sein. Yes, das weit wie. Wir haben das erfahren. Wir haben das belebt, dass das Leben an uns lebendig worden ist. Und das ist, was Jesus mit Gott in Gemeinschaft hat. Und dann wird es wichtig, dass wir dort wollen, beweisen mit unserem Wandel, dass wir eins sind. Dass wir in Gemeinschaft untereinander sind und mit ihm. Das ist, was heute zu Gott beten wird. Philippians 2, Vers 1. Hier kommt das, das haben wir beschrieben, was wir untereinander können tun, oder was wir untereinander sollen tun. Philippians 2, Vers 1 sagt es, merkt ihr einer den anderen mutig an Christus? Das ist eine Frau. Du wie dort. Merkt wir uns untereinander mutig an Christus? Wann wir das tun? Gut. Treis gegen leiftulich. Du wie dort. Du wie uns untereinander leiftulich treisten. Hat ihr in Jesus Gemeinschaft? Ist das du? Ist das lebendig an uns? Sind ihr von Horten gut? Lebt das an uns, dass wir uns untereinander wirklich gut sind? Und können ihr mitfühlen mit dem, was leiden? Er sind so glücklich, dass mein Heirat nicht ausgegangen ist. Er was immer. Dass mich das nicht getroffen hat. Sind ich so glücklich. Was kann ich tun? Das sind Unterschiede. Paulus, der versucht hier die Philippianische Kirche ein bisschen auf Gedanken zu bringen. Ist das, was beginnt lebendig ist? Merkt beginnt einer den anderen mutig an Christus. Du wie das. Uns an Christus mutig mehr. Trösten. Und jetzt Gemeinschaft haben. Von Horten gut sein. Und dann jetzt wieder ein zweiter Vers. Und dann sagt er, dort merkt mich so reich froh, wenn dort zu sein ist. Und ich glaube, das, was Gott denkt, man, ich freue mich, dass meine Kinder das tun, so als Jesus auf die Erde. Das ist zu sein, das ist das Lebende. Dass die einig waren, die alle gleichen Gott sind, die Gott verdrehen und nur einer Lehrstreben. Nur einer Lehrstreben. An Streben soll er rein sein. Wir wissen dort, wenn einer strebt nach der Seite gehen, anderer strebt nach der Seite gehen, und wir sind keiner Top gebunden, wir wollen Top, das fängt an, Tension zu geben, das redet, das schafft nicht. Ein Ziel soll sein, ich soll Fraps nach ich wieder lesen. Sieht nicht nur sich. Wenn wir wollen haben, dass wir uns abmuntern sollen und all das, dritter Fall sagt, wenn wir nur ansehen, oder dass wir für uns selbst streben, dann wird das nicht schaffen. Wenn wir jitzig sind, dann wird das nicht schaffen, dann check ich bloß für mich. Dann check ich nicht für mich Nächsten, um in Gemeinschaft Dinge verarbeitet zu kriegen. Sagt, sieht nicht nur sich und ihr jitzig, viel mehr auch den nächsten Hecher aus uns selbst. Vierter Vers. Je soll nicht bloß nur dort checken, was uns selbst interessiert, aber nur dort, was den Nächsten interessieren wird. Und was vielmals was leicht kann so sein, wenn alles reich und normal schaffen wird und so gut ist wie das haben, wir wollen dort nicht mal an, dass wir bloß unseren Stich ran. Wir wollen doch gleich hin. Wir sind busy mit das und wir sind busy mit dort und wir sind busy mit dort und wir vergessen auf einmal, wo wir sind. Wir ran unseren Stich und das schafft alle fein und das ist nicht entworden, das irgendwas erreicht. Paulus sagt hier, sieht nicht nur sich, ihr geht sich, immer nur kicken, dass wir den nächsten Hecht achten, ist uns selbst. Oder was uns selbst interessieren wird. Und dann in der 5. Vers, das ist die Antwort. Da sagt es, sieht untereinander so gesonnen, als Jesus Christus selbst wir.
Waarom kunnen we teruggaan naar dat wat is Jezus voor ons? Wat heeft hij mij gebracht? Wat heeft hij mij gegeven? Ik glaube, we alle kunnen hand op hem zijn, dat heeft mij eeuwig leven gegeven. We hoorden al in de Duitse message, dat dan brauchen wir uns nicht mal ängsten für die Zeit, wann ons Leben hier wird einsam, für den Tod. Weil Gott seine Leben zu uns hat was gebracht. Wat uns Frieden geben wird, wo wir mit Frieden handchen können. Noch einmal will ich diese 5 Verse überlesen. Sagt es, merkt beginnt einer den anderen mutig in Christus. Passiert das. Treis beginnt leiftülich. Habt ihr im Geist Gemeinschaft? Sind ihr von Horten Gott? Und könnt ihr mitfühlen mit dem, was leiden? Dort merkt mir so reich Frau, dass ihr einig worden, ihr alle glichen Gott sind, ihr Gott vertrauen und nur einer Lehre streben, sie nicht nur sich und ihr geht sich viel mehr acht den nächsten Hecher aus ihr selbst. Die sollen nicht bloß nur dort checken, was ihr selbst interessiert, aber nur dort, was den Nächsten interessiert. Seht ihnen an so gesonnen, als Jesus Christus selbst wäre. Das macht mein Wünschen Gebet sein, dass wir uns in das können practicen. Ich glaube, wir tun das. Das ist auch, glaube ich, alle an uns hört. Dass wir das wollen. Aber so ich auch sehe, wenn alles reich schaffen, alles so schön geht, dann wollen wir das auf einmal gleich an, wo uns Stich uitgefahren ist, für uns selbst. Und möchte Gott uns Weisheit geben, dass wir sein können, die Gelegenheiten, was daran uns sind. Die Opportunities, was daran uns sind, dass wir die anwenden und die ausnutzen können. Möchte Gott uns sehen. Wenn wir abstunden zum Beten, wird passend das. Vater im Himmel, wir sind dankbar für deine Liebe zu uns Menschen. Wir sind dankbar für die Gelegenheiten, die wir hier in das Leben haben. Aber Vater, ich frage mich, dass du uns merken, dass wir sein können, wo die Gelegenheiten sind. Dass die Menschen, die nur dein Licht sehen, wollen sein können, wo Licht ist. Vater, ich frage, dass du deine Gnade und deine Liebe an uns bloß gerade dagen lassen. Und Vater, wir fragen auch, dass wir wollen eine Hilfe sein an der Gelegenheiten, was wir sein können. Vater, du gibst 5 Punkt, einen gibst du 3 Punkt, und den nächsten gibst du 1 Punkt. Und du verlangst Aufrichtigkeit. Du verlangst, dass sie dort tun, was sie können. Und du gibst 3, was getan worden wir. Und Vater, mein Verlangen ist, dass wir wollen können uns in das üben, practicen und uns einander Mut sprechen, dass dein Willen kann getan werden. Vater, wir danken dir für schöne warme Häuser und wir danken dir für die Segnungen, die du uns immer wieder geben hast und auch all solche Jahre gegeben hast. Vater, wir freuen uns an deine Lehrung und an deine Führung in Jesus' Namen. Amen.